Stell dir vor, du gehst in deinen allerersten B2-Deutschkurs, bist mental bereit für knallharte Grammatik und die allererste Aufgabe des Lehrers lautet einfach, lüg mich an. Ja, das ist also, da stutzen wirklich viele erstmal. Absolut. Man erwartet irgendwie Vokabellisten und bekommt stattdessen ein Gesellschaftsspiel. Und genau das schauen wir uns heute für dich an. Wir haben hier nämlich die originalen Kursmaterialien und die detaillierten Lehrernotizen vorliegen. Richtig. Spezifisch schauen wir uns den Bereich Learn German B2 Week 1, Lesson 1. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist es herauszufinden, warum dieser Lehrplan ganz bewusst nicht mit trockenen Regeln startet. Sondern den Fokus eben massiv auf Persönlichkeit und Strategie legt. Dieser Einstieg mit der Lüge, das ist ja ein absoluter Klassiker unter den Eisbrechern. 2 Wahrheiten, eine Lüge, oder? Ganz genau. Das Spiel heißt 3 interessante Fakten. Jeder erzählt 2 Wahrheiten und eine Lüge über sich und die Gruppe muss raten, was erfunden ist. Und wenn wir uns die Notizen dazu ansehen, es wird schnell klar, dass das kein reiner Zeitvertreib ist. Nee, absolut nicht. Bevor du auf B2-Niveau über Technologie oder Gesellschaft debattieren kannst, muss nämlich ein massives kognitives Hindernis weg. Die Angst vor dem Sprechen. Richtig, genau das. Das erinnert mich total an das Aufwärmen vor dem Sport. Du gehst ja auch nicht kalt an die schwersten Gewichte im Fitnessstudio. Nee, du machst dich erstmal locker. Genau. Es geht bei diesem Spiel ja auch noch gar nicht um sprachliche Perfektion. Das Ziel ist einfach, wie es in der Vokabularliste der Lektion so schön heißt, die Hemmungen zu überwinden. Pädagogisch gesehen passiert da im Gehirn auch etwas total Wichtiges. Wenn du ständig Angst hast, für Grammatikfehler verurteilt zu werden. Dann blockiert man sofort. Exakt. Dein Gehirn schaltet auf Blockade. Der Fokus von diesem Spiel liegt aber auf dem Inhalt, also auf dem Erraten der Lüge. Das zwingt die Leute in so eine ganz natürliche, spielerische Kommunikation. Und das Stresslevel sinkt einfach. Ja, und ein sicheres Umfeld für spontanes Sprechen entsteht. Aber, ich sag mal, einfach nur hemmungslos drauf losplappern, bringt einen ja jetzt nicht automatisch auf das B2-Niveau. Nee, überhaupt nicht. Sobald die Angst weg ist, braucht das Gehirn ja eine Strategie, um das Chaos im Kopf irgendwie zu ordnen. Und genau hier wechselt das Kursmaterial dann die Richtung. Genau. Es geht in ein strukturiertes Partnerinterview über. Richtig. Man stellt sich Fragen wie, warum lernst du Deutsch oder was sind deine Stärken und Schwächen? Dabei wird auch neues Vokabular eingeführt, sowie Den Wortschatz erweitern. oder auch sich klar ausdrücken. Genau. Aber, warte, hier muss ich mal kurz einhaken. Klar, schieß los. Auf genau dieser Vokabelliste steht nämlich auch der Begriff Fehler vermeiden. Ja, Und wenn ich fließend und spontan sprechen will, ist dann dieser ständige Fokus auf Fehler, also das Vermeiden davon, nicht absolutes Gift? Das ist doch, als würde ich beim Sprechen permanent die Handbremse anziehen. das ist ein total guter Punkt. Es klingt auch erstmal total paradox, das stimmt. Ja, oder Das widerspricht doch diesem lockeren Aufwärmen vom Anfang komplett. eigentlich ja, aber der Unterschied zu den früheren Sprachniveaus ist hier der Schlüssel. Stell dir das B1-Niveau einfach mal vor, als würdest du ein Auto mit Automatikgetriebe fahren. Okay, ich drück aufs Gas und komme halt irgendwie ans Ziel. Genau. Solange deine Kernbotschaft verstanden wird, ist alles super. B2 ist jetzt aber so, als müsstest du plötzlich einen Wagen mit manueller Schaltung fahren. Ah, okay. Ich muss also bewusst darauf achten, wann ich welchen Gang einlege. Exakt. B2 verlangt da eine echte Balance. Es geht natürlich weiterhin um flüssige Kommunikation, aber halt mit einer deutlich höheren sprachlichen Genauigkeit. Verstehe. Das Fehler vermeiden meint hier also nicht, dass du aus Angst verstummen sollst. Es geht um Selbstüberwachung. Also das Gehirn wechselt von einer passiven Aufnahme neuer Wörter zur aktiven Mustererkennung. Richtig. Du fängst an zu beobachten, wo deine eigenen systematischen Fehler liegen, noch während du sprichst. Man wird also sozusagen vom passiven Konsumenten zum aktiven Gestalter der eigenen Sprache. Das ist krass. Ja, und das erklärt auch, warum die Lektion danach direkt die Theorie in die Praxis umsetzt. Stimmt. Die Teilnehmer lesen ja diesen Text über verschiedene Lernmethoden. Und sie müssen dann sofort darüber debattieren, welche Methode für sie selbst am besten funktioniert. Und auch hier gibt der Lehrplan wieder genau das passende Handwerkszeug vor. Um diese Debatte zu führen, brauchen sie ja diese ganzen Redemittel.
Genau, so Dinge wie meiner Ansicht nach oder einerseits, andererseits. Sie analysieren den Text also nicht nur, sie nutzen ihn als Vehikel, um diese neue, abwägende B2-Mentalität direkt zu trainieren. Und das zieht sich ja wirklich konsequent bis in die Hausaufgaben durch. Ja, stimmt, die schreiben kein Diktat oder sowas, sondern ein 150-Wörter-Lernprofil über ihre ganz individuellen Ziele und Hürden. Innerhalb einer einzigen Lektion baut der Kurs da also das komplette kognitive Fundament für die nächsten Wochen auf. Wahnsinn! Wenn dieses Fundament der Selbstreflexion und der Kommunikationsstrategien fehlt, dann würden die späteren, viel komplexeren Lektionen einfach gar nicht funktionieren. Man muss quasi lernen, wie man lernt. Zusammenfassend kann man also wirklich sagen, der Sprung auf B2 ist kein mechanisches Abarbeiten von Grammatikregeln, sondern ein total tiefer Eingriff in die eigene Denkweise. Absolut. Und da wir jetzt so viel über Strategien und Selbstbeobachtung gesprochen haben, hier ein letzter Gedanke für dich, der uns gerade zuhört. Da bin ich jetzt aber gespannt. Stell dir einfach mal vor, du müsstest jetzt sofort ein eigenes Lernprofil für eine völlig neue Fähigkeit schreiben. Egal ob eine Sprache, ein Instrument oder meinetwegen Programmieren. Welche völlig unkonventionelle Lernmethode funktioniert für dich persönlich eigentlich am besten, obwohl sie so in absolut keinem klassischen Lehrbuch steht? Denk da mal drüber nach.